Guten Morgen, liebe Scuderia-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin wieder bei den Rollerprofis in Berlin und stelle euch heute mal die Brixton Crossfire X500 vor. Das ist das Topmodell von Brixton. Letztes Mal haben wir euch ja die 125er Serie vorgestellt, heute jetzt mal die 500er. Ich mache nachher am Ende mal eine Probefahrt. Heute haben wir ein bisschen schöneres Wetter, freue ich mich schon drauf. Der Basti wird euch gleich ein bisschen was zu den technischen Daten erzählen. Und ja, los geht's wie immer nach dem Intro. Bis gleich. Morgen, Basti. Guten Morgen, Marc. So, heute geht es wieder weiter mit Vorstellung von neuen 2021er Bikes. Genau. Wir sind heute wieder bei Brixton gelandet. Aber diesmal ein bisschen mehr Kubik. Ein bisschen mehr, sieht auch ein bisschen wuchtiger aus. Ich habe ja eben schon drauf gesessen. Kannst du uns ein bisschen was zu den technischen Daten sagen von der 500er? Ja, fangen wir erstmal an, wie sie überhaupt heißt eigentlich. Crossfire X mit 500 Kubik. Die technischen Daten: 47 PS mit 43 Newtonmeter. Vorne hast du eine Upside-Down-Gabel, die einstellbar ist. Hinten hast du ein zentrales Federbein, was einstellbar ist. 17 Zoll Bereifung. Das ABS-System kommt aus dem Hause Bosch. Und der Tank hat 13,5 Liter. Also kommst du auch eine ganze Weile mit beim Verbrauch von 4 Liter, was der Hersteller angibt. Wie sieht es jetzt mit dem Preis aus bei dem Modell? Überraschend. Überraschend. Überraschend hoch. Nein. 6.399 €. Okay. Das ist doch völlig in Ordnung. 6.399 ist gut. Dafür, dass du das bekommst. Und ich kann so sagen, so die ersten Fahrberichte, ich selber jetzt noch nicht, aber mein Benny, das ist ein ganz scharfer Kritiker und der sagt, das macht richtig Spaß. Also der ist schon gefahren damit. Ich werde ja auch gleich mal mitfahren, bin auch schon gespannt, auch so wie das Fahrwerk jetzt ist und wie die Leistungsentfaltung ist. Genau, und da kommen wir auch wieder auf den Thema, Probefahrt ist bei uns möglich. Ja, vielleicht kannst du dich mal kurz raufsetzen, du bist ja 1,80? 1,80, genau, damit man mal sieht, wie so das Größenverhältnis ist, wenn man drauf sitzt. Sieht natürlich schon ein bisschen anders aus als auf einer 125er. Ja. Ne? Also das ist jetzt schon ein bisschen erwachseneres Motorrad. Ja. Klar, man braucht natürlich auch einen richtigen Motorradführerschein, den A2 dafür. Ja, viel mehr kann man nicht sagen. Upside-Down-Gabel, verstellbares Monofederbein hinten. Genau, LCD-Tacho. Genau, den zeige ich gleich nochmal, wenn ich fahre, im Detail, dass man mal sieht, was dort alles angezeigt wird. Ja, reden wir nicht viel, ich ziehe mich an und schwinge mich aufs Bike und fahre mal eine Runde und berichte euch jetzt gleich mal, wie die 500 Crossfire X sich fährt. Basti, ich danke dir erstmal. Nicht dafür. Und wir sehen uns dann später. Genau, viel Spaß bei der Probefahrt. Danke, bis später. So, jetzt sind wir mal auf der Brixton Crossfire 500X und ich mache jetzt mal eine Testfahrt. Erstmal vielleicht zur Sitzposition. Ich bin 1,88 groß, habe ja oftmals dann natürlich mit meinen langen Beinen ein bisschen Probleme, aber hier sitze ich wirklich gut drauf. Auch der etwas höhere Lenker ist für mich sehr angenehm. Also man liegt jetzt nicht ganz so weit nach vorne gebeugt, sondern hat so eine leichte nach vorne geneigte Sitzposition. Trotzdem aber für mich jetzt aufrecht genug, um bequem auch zu sitzen. Sitzbank ist straff, würde ich mal sagen, also schon sportlich. Das ganze Bike ist ja auch eher ein bisschen auf Sportlichkeit ausgelegt. Armaturen haben wir hier Fernlicht, Warnblinkanlage, Blinker und Hupe. Auf der anderen Seite Tagfahrlicht und Licht, Starterknopf und den Killswitch. Von der Haptik her, ja, das ist halt jetzt wie bei den anderen Modellen auch nichts Spezielles, würde ich mal sagen. Kleine Besonderheit vielleicht die Spiegel in dieser eckigen Form. Cockpit ist sehr schön. In der Mitte der große Tacho. Aus meiner Sitzposition gut ablesbar. Wir haben oben noch eine Ganganzeige, Drehzahlmesser, hier die Tankanzeige und eine Temperaturanzeige. In der Mitte noch eine Uhr. Hier oben sehen wir die verstellbare Telegabel. Schlüssel ist ganz witzig. Brixton, so ein einklappbarer. Mal ein bisschen anderes Format. So, beim Starten zählt dann alles einmal hoch. Ja, ich fahre einfach mal los und werde euch mal so ein bisschen berichten, wie sich das Ganze beim Fahren anfühlt. Ist natürlich jetzt schon was anderes als die 125er Modelle, die ich beim letzten Mal getestet habe, die aber auch total Spaß machen. Ist halt natürlich auch immer so eine Sache,
Hat man den Motorradführerschein oder möchte man nur diesen 125er Schein machen? Ja, wir haben hier einen 2-Zylinder-Motor mit 47 PS, 43 Newtonmeter. Das ist natürlich jetzt schon was anderes. Ich habe ja jetzt das letzte Mal die 125er getestet. Also erster Eindruck, man sitzt auf der Sitzbank straff. Die ist sportlich, nicht zu weich, sondern ich glaube, da kann man auch mal längere Fahrten mitmachen, ohne dass der Popo einschläft. Sie könnte für mich ein bisschen breiter sein, aber ich bin halt wie gesagt auch relativ groß. Also das Drehmoment reicht durchaus aus, wenn man jetzt auch aus einem etwas untertourigen Bereich mal hochbeschleunigen möchte. 47 PS ist natürlich auch schon ganz anständig. Keine Rennmaschine, also die fährt jetzt glaube ich so 160. Aber auf jeden Fall auch von der Optik ganz cool. Fahrwerk ist sportlich. Bodenwellen werden trotzdem gut weggefiltert. Also die Federelemente sind sehr gut. Hinten ist ein Mono-Federbein, was auch verstellbar ist. Vorne die Upside-Down-Gabel auch verstellbar. Also macht auf jeden Fall Spaß. Ist natürlich jetzt was ganz anderes. Wer also ein Motorrad haben möchte in einer durchaus günstigen Preisklasse, was auch ein bisschen Power hat, sportiv aussieht, ist halt auch so ein bisschen Cafe Racer orientiert vom Look. Hinten sehr hohes Heck. Das macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Jetzt gucke ich mal kurz die Bremsen mir an. Ja, die 32er Bremse vorne. Die zieht gut, wenn ich jetzt nur hinten bremse. Zieht auch super, da springt dann natürlich irgendwann das ABS rein. Ja, aber die vordere, die zieht gut. Großer Durchmesser. Das ist ganz schön, hier haben wir die Ganganzeige. Das ist bei den kleineren Modellen nicht, da ist nur die Neutralanzeige. Hier haben wir jetzt auch die Gänge, die angezeigt werden. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ist natürlich jetzt ganz was anderes, als einen Roller zu fahren. Aber man kann mit der auch cruisen, also sie hat trotz ihrer Sportlichkeit einen ganz guten Fahrkomfort. Sitzbank ist ein bisschen fester, wie gesagt. Normalerweise müsste man jetzt mit so einem Bike natürlich mal auf die Landstraße fahren, kurvige Strecken, um mal das Fahrwerk zu testen, wie es bei Kurvenlagen ist. Das kann man jetzt hier in der Stadt natürlich jetzt nicht so gut testen. Aber sie lässt sich auf jeden Fall gut manövrieren. Ist jetzt nicht schwergängig, also die 190 Kilo kriege ich aus der Hüfte ganz gut bewegt. Würde ich gerne mal bei höheren Geschwindigkeiten auf der Landstraße bewegen, um mal zu sehen, wie da das Fahrverhalten ist. Bedienelemente kommt man überall gut ran, Bremsen sind sehr gut. Was man bei einer 500er mit 47 PS auch schon haben muss. Da ist ja auch ein bisschen mehr Kraft dahinter, da muss eine höhere Geschwindigkeit zum Stehen gebracht werden. Ja, Motorsound ist jetzt Euro 5, also natürlich den Euro 5 Normen geschuldet, nicht super laut. Aber der Auspuff klingt trotzdem nicht schlecht, finde ich. Hat doch einen guten Klang. Ja, und das Fahrwerk jetzt hier auch bei Unebenheiten, das ist gut gefedert. Toll, die Bremse vorne.
Motorlauf ist sehr gut. Angenehm, keine Vibrationen jetzt zu spüren im Bike. Ich stelle sie nochmal ab, dann können wir uns das Ganze nochmal von außen angucken. Ja, so sieht die Brixton Crossfire jetzt aus. Also eine sehr sportliche Optik. Man sieht so manche Elemente, findet man bei anderen Marken auch wieder. Die sind da so ein bisschen angelehnt, aber das ist ja, glaube ich, normal. Ja, ansonsten alles Standard. Kettenantrieb. Schön hinten das Heck hochgestellt, das sieht sehr schön aus. Dann die sehr schmale, sportive Sitzbank. Tank, finde ich, sieht cool aus mit dem 500er Aufdruck. Auch vorne das X hier auf dem Schutz des Wasserkühlers, sehr, sehr schön. Licht sieht gut aus, auch hier wieder vorne der Brixton Schriftzug drin, ganz lustig gemacht hier mit dem Kompass, Himmelsrichtung oben drauf. Bereifung ist gut, sind Pirellis. Die haben gute Bodenhaftung. Ansonsten hier Bremsen auch mit Stahlleitungen vorne. ...486 Kubik, tatsächlicher. Auspuff sieht auch sehr schick aus in Edelstahl. Ja, also von der Optik muss man sagen, ein wirklich cooles, kleines, sportives 500er Bike für einen angenehmen Preis mit 6.399 €. Ist das ja ungefähr das, was man gerade für eine Vespa bezahlt, wenn man nichts dran macht. Und hier kriegt man ein richtiges Motorrad. Also eine tolle Sache. Lenker, wie gesagt, finde ich ganz angenehm so hoch. Manche würden sich den vielleicht ein bisschen tiefer wünschen, um diesen Cafe Racer Stil mehr hervorzuheben. Aber alles in allem schöne Optik, fährt sich auch toll. Schön diese kleinen Blinker hier, die finde ich gut. LED-Blinker, toll gemacht, hinten auch. Ja, für den Sozius sind hier noch die Fußrasten, oben gummiert. Ist jetzt nicht so viel Platz hinten, aber für eine kleine Tour zur Eisdiele sollte es reichen. Also ich finde es ganz schick. Hat hier auch noch verstellbare Kupplungs- und Bremshebel. Das ist ganz schön, die kann man sich dann auf seine Verhältnisse noch einstellen. Also alles dran, was man braucht. Digitaler Tacho, Tankdeckel ganz schön. Die Kamera wird natürlich nicht mitgeliefert. Ja, also Brixton Crossfire 500, schickes Bike, macht Spaß zu fahren, schaltet sich gut, Gänge gehen gut rein, sollte man bei einem neuen Motorrad auch verlangen können. Also die Schaltvorgänge sind sehr sauber zu machen. Motor hat eine gute Laufkultur, keine Vibrationen. Bremsverhalten ist toll, lassen sich gut dosieren, greifen auch richtig gut zu, schön aggressiv, kommt man zum Stehen. Gut Auspuffgeräusch. Ist jetzt natürlich nicht das lauteste, aber hat einen schönen sonoren Klang. Die Zweizylinder klingen gut. Also alles in allem tolles Bike. Vorne diese Riesenbremse sieht natürlich schon klasse aus. Upside-Down-Gabel auch gut. Und wer dann noch ein bisschen am Fahrwerk was verändern will, kann sich hinten das Federbein noch einstellen. Und auch vorne die Telegabel ist verstellbar. Also alles konfigurierbar auf die eigenen Verhältnisse, was ich ganz gut finde. Ja, ich fahre wieder zurück. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Auch den Kanal abonnieren bitte nicht vergessen. Wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig und bis dann. Ciao.